Und darum wird am Ende auch alles gut kommen, weil überall auf der Welt Menschen sind, die das Licht verankern, hier auf der Erde, und die etwas Gutes wollen und die auch bereit sind, dafür das zu tun, was sie persönlich in ihrer Situation tun können. Weil es braucht ja uns. Wir haben Hilfe von der geistigen Welt, von den Lichtwesen und vom positiven Außerirdischen. Aber die leben alle physisch, nein, nicht, also größtenteils leben die alle gar nicht hier physisch auf der Erdoberfläche. Und das heißt, dass es gewisse Dinge gibt, die auch nur wir tun können, weil wir hier ja leben. Und darum müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Weil jeder von uns ist ein Teil in dem göttlichen Plan. Und die unlichten Wesen, die stellen sich irgendwie vor, dass sie ihren eigenen Plan erstellen können. Und die glauben da auch daran. Aber am Ende wird das so nicht funktionieren. Weil die Liebe, das ist ja das, was wir eigentlich sind. Und Liebe kann man nicht aufhalten. Man kann probieren, sie zu verzögern oder sie irgendwie auszubremsen, aber man kann sie nicht wegmachen, weil Menschen basieren ja von ihrem Kern her auf Liebe. Und egal wie lange man den unterdrückt, irgendwann wacht er auf und das passiert immer irgendwann. Die Frage ist halt einfach, wann genau das passiert. Aber irgendwann wird das passieren. Und darum wird auch jeder Mensch irgendwann aufwachen. Und die einen in dieser Inkarnation und die anderen dann erst 20 Inkarnationen später. Aber irgendwann wacht jeder auf. Weil sie sind ja diese Liebe. Und irgendwann kommt das immer hervor. Und auch wenn diese Zeit für gewisse Menschen mühsam sind, gibt es ja in allem etwas Positives. Und gerade in den letzten 2 Jahren, da sind ja ganz viele seltsame Dinge passiert. Aber ich denke, dass einige Menschen auch nur darum langsam aufgewacht sind, weil sie gemerkt haben, etwas stimmt nicht mehr und ihr Leben hat sich verschlimmert und dann war das wie so ein Weckruf. Weil also diese Unterdrückung, die man in den letzten 2 Jahren gesehen hat,
Also die gab es vorher auch schon. Nur wir haben sie so nicht bemerkt, weil wir dachten, ist einfach so. Und dann dachten viele Menschen, dass sie halt in Freiheit leben und in diesen 2 Jahren dann die Freiheit verloren haben. Und in gewissen Ländern denken die Menschen, dass sie jetzt die Freiheit wieder zurückbekommen, weil diese seltsamen Dinge aufgehoben werden. Aber wenn man das genau ansieht, dann waren wir gar nie frei. Also seit wir in diesem Vergessen sind. Und in diesen 2 Jahren kam das einfach mehr an die Oberfläche. Und dann wurde es für andere Menschen sichtbarer und dann konnten sie darum aufwachen. Und das ist was Gutes. Es gibt immer etwas Gutes in allem. Man kann das aber nur sehen, wenn man bereit ist, das auch zu sehen. Also wenn man daran glaubt, dass es was Gutes gibt. Selbst wenn man nicht weiß, wie das aussieht. Weil damit wir etwas sehen können, müssen wir das ja sehen wollen. Und wenn wir das nicht sehen wollen, dann machen wir uns da mit unserem Bewusstsein zu und ja, dann ist da zu, dann geht da nichts mehr rein. Dann sehen wir das nicht, weil wir es nicht sehen wollen. Das muss aber nicht mal bewusst sein, das kann auch unbewusst sein. Und das hat genauso diese Wirkung. Aber solange wir das Gute in einer Situation sehen wollen, werden wir das irgendwann auch sehen, selbst wenn das erst im Nachhinein ist und man, währenddem man drin ist in der Situation, irgendwie das dann nicht sehen kann. Aber im Nachhinein findet man dann heraus, warum es doch auch gut war. Egal in was für einem Bewusstsein die Menschen hier auf der Erde leben, sie werden ja trotzdem geliebt. Und ja, weil es diese Liebe gibt und darauf ja eigentlich ursprünglich auch daraus herkommt. Darum gibt es in allem was Gutes. Weil die Liebe, die liebt uns dann halt und findet dann ja, wenn jetzt jemand eine Situation hat, die er nicht gut gefunden hat, dann kann er trotzdem etwas Positives darin finden, weil wir halt geliebt werden. Dank dieser Liebe gibt es überall auch was Gutes. Und solange wir das sehen wollen, werden wir das irgendwann auch sehen können.
Nur manchmal sind wir dann am Anfang, sehen wir das nicht, weil wir ein bisschen beschränkt sind in unserem Bewusstsein. Weil wir alle ein bisschen seltsam werden, wenn wir hier auf die Welt kommen. Zum einen wegen Dingen, die wir aus früheren Leben selber mitgebracht haben, aber zum anderen auch, wenn wir dann in unseren physischen Körper inkarnieren, dann sind in den Zellen ja auch all die Glaubenssätze, all die Ansichten drin, die von unseren Vorfahren kommen. Und die sind dann auch alle bei uns, wenn auch unbewusst. Und das hat auch eine Wirkung auf uns. Und darum werden wir alle ein bisschen seltsam, wenn wir dann hier sind. Aber das Gute daran ist, dass alles, was wir ja bei uns haben, dass wir das ja auch ändern können, wenn wir irgendwann merken, das blockiert uns. Und alles, was wir bei uns selber ändern, das geben wir als Information dann ins kollektive Feld. Und wir geben diese Information auch in unsere Familienlinie. Und wir haben sie halt einfach an sich in unserem Energiefeld. Und andere Menschen, die jetzt da noch nicht auf die Idee gekommen sind, die können dann meistens unbewusst diese Information dann wahrnehmen und dann können die das auch tun. Also wenn sie es wollen. Sie können auch die ganze Inkarnation leben, als gäbe es das gar nicht. Aber die Möglichkeit ist dann wenigstens da. Und wenn wir mit Menschen reden, wo wir merken, sie schlafen noch und haben das Gefühl, wir sind alle ein bisschen verrückt, weil wir halt eine andere Sichtweise haben, dann bringt es nicht viel, wenn man mit ihnen diskutiert, weil sie halt nicht offen sind. Aber es war trotzdem nie umsonst. Weil auch wenn sie das in dem Moment, wo man es ihnen sagt, nicht verstehen können, vielleicht wachen sie irgendwann später in ihrer Inkarnation auf und dann erinnern sie sich daran, dass man ihnen das mal gesagt hat. Und selbst wenn das nicht passiert und sie die ganze Inkarnation lang durchschlafen, aber wenn sie dann ihren Körper verlassen, dann sind sie in der Regel wieder ein bisschen klarer, wenn sie dann auf ihr Leben zurückschauen und dann wissen sie wieder, dass sie schon frühere Leben gehabt haben. Und dann sehen sie in dieser Lebensrückschau, sehen sie dann auch diesen Moment, wo man ihnen dann damals das gesagt hat. Und weil sie in diesem Zustand, wenn sie wieder nur noch als ihre Seele sind, dann kann es sein, dass sie dann merken, oh, der hat ja recht gehabt.
Das war ja wirklich so. Und das Tolle daran ist eben, dass es dann sein kann, dass die Seele dann sagt, jetzt habe ich das verstanden, jetzt nehme ich diese Information mit in die nächste Inkarnation. Und dann kann sie einfach aufwachen. Also sie muss es nicht in die nächste Inkarnation mitnehmen, aber sie kann. Es kommt halt auf die Seele drauf an. Aber es ist so, dass das, was wir tun, das hat ja einen Einfluss auf die Gegenwart, aber auch einen Einfluss auf die Zukunft. Und diesen Einfluss auf die Zukunft, den wissen wir oft einfach gar nicht. Oder so teilweise irgendwie. Aber halt nicht vollständig. Das hängt ja auch vom freien Willen von den Menschen zusammen. Aber jeder von uns hat eine Auswirkung auf die Zukunft. Und das ist ja wahrscheinlich noch gut zu wissen. Und es gibt ja Wesen, wo in anderen Dimensionen leben und die sehen Zeit nicht so wie wir hier. Also wir sehen ja dann die Gegenwart. Und dann ist da nicht mehr. Also ganz stimmt das jetzt eigentlich auch nicht. Weil wir können, wenn wir hier inkarniert sind, die Gegenwart zum Beispiel sehen und dann gleichzeitig die Vergangenheit oder die Zukunft oder beides zusammen. Das geht eigentlich auch. Ja, aber also die meisten Menschen, bei denen passiert das nicht. So. Die meisten Menschen, die sehen ja nur die Gegenwart. Und es gibt eben Dimensionen, wo das ganz normal ist, dass man mehrere Zeiten gleichzeitig sieht. Das ist dann einfach ganz normal. Und die leben so. Und die meisten Menschen, die hier auf der Erde sind, bei denen ist das ja meistens nicht so. Das hängt aber nur mit unserem Bewusstsein zusammen. Mit unserer Schwingung. Und unsere Schwingung, die ist ja von unserem Bewusstsein abhängig. Und je mehr wir aufwachen und erkennen, wer wir wirklich sind und auch erkennen, was so auf der Erde los ist und wir uns dann besser entscheiden können, was wir wirklich wollen und was wir nicht wollen. Also je mehr wir aufwachen, desto bewusster werden wir, ja.
Und je bewusster wir sind, desto höher wird auch unsere Schwingung. Und unser physischer Körper, der passt sich ja auch daran an. Und darum geht das Aufwachen meist so Schritt für Schritt, weil unser physischer Körper, der muss sich ja auch daran anpassen, weil sonst wäre das wie zu viel. Und wenn wir aufwachen, dann gibt es da eben verschiedene Ebenen. Und da ist eben das Problem, dass wir nicht wissen, was wir halt nicht wissen. In der Regel. Und dann wissen wir halt auch nicht, wie wach wir eigentlich wirklich sind. Wir merken das dann einfach gar nicht. Das merkt man erst im Nachhinein. Aber so aktuell weiß man das ja gar nicht. Und ich denke, dass es viele Menschen gibt, die eben wegen diesen seltsamen Umständen in den letzten 2 Jahren, die aufgewacht sind und also die angefangen haben aufzuwachen. Und wenn jetzt aber zum Beispiel Lockerungen kommen oder diese ganzen Dinge aufgehoben werden, dass die Menschen dann denken, jetzt ist es gelöst und jetzt ist es wieder gut und dann schlafen die wieder ein. Weil die unlichten Strukturen und die ganzen Pläne mit Agenda 2030 und alles, was damit zusammenhängt, die sind ja immer noch hier und die wollen das immer noch, auch wenn an gewissen Orten jetzt Dinge gelockert werden oder aufgehoben werden. Also da müssen die Menschen aufpassen, dass sie nicht wieder einschlafen, weil das ist ja etwas, was wahrscheinlich damit auch bewirkt werden soll, dass die Menschen wieder einschlafen. Und darum ist es so wichtig, dass man wirklich versteht, was hier auf der Erde los ist und mit was das zusammenhängt, weil dann läuft man weniger Gefahr, dass man schnell wieder einschläft, wenn es einfach eine Lockerung gibt, weil man mehr dahinter sieht. Und wenn man mehr versteht, dann kann man ja besser entscheiden, was man will und was man nicht will und was man unterstützen will und was man nicht unterstützen will. Und das ist ja wichtig, weil auch das, was wir tun, das fängt ja alles mit einer Entscheidung an. Und wir lernen ja auch ständig und dann merken wir vielleicht irgendwann, dass diese eine Entscheidung dann irgendwie doch nicht so gut war. Und das ist dann nicht schlimm, weil dann können wir uns einfach umentscheiden. Entscheidungen sind ja nicht unveränderbar. Und das ist halt das Gute an Entscheidungen. Wenn wir merken, der eine Weg, der geht nicht, dann können wir uns entscheiden, einen anderen zu nehmen. Und wenn wir uns entscheiden, dass
wir eine schöne und friedliche Welt wollen und eine freie, dann müssen wir auch damit beginnen. Mit den Menschen zusammen, die gleich denken wie wir. Weil die Politik, die wird das nicht machen. Die kann das gar nicht machen, weil die einfach in einem System ist, was das gar nicht ermöglicht. Und darum ist es gut, wenn viele Menschen aufwachen. Und das erhöht auch die Schwingung im Kollektiv. Und das macht es für andere Menschen, die später aufwachen, einfacher, weil es ist schon Vorarbeit da. Also alles, was wir tun, hat eine Auswirkung auf andere. In der Gegenwart und halt auch in der Zukunft. Nur wir merken das dann nicht immer. Und manchmal da geht es auch darum, was Neues zu machen. Und wenn man dann was Neues macht, dann kann es sein, dass man merkt, dass das noch ein bisschen komplizierter ist. Einfach weil halt die Vorarbeit noch gar nicht da ist. Und dann kann man einfach daran denken, dass, auch wenn es jetzt komplizierter ist, es ist trotzdem gut, weil das dann die Vorarbeit wird für andere, die danach kommen. Ich denke, die ersten Menschen, die öffentlich über spirituelle Dinge geredet haben, die hatten es mit Sicherheit nicht leicht. Da dachten doch alle, die seien verrückt. Und heutzutage ist es viel einfacher. Zumindest sicher in gewisser Weise. Und das ist nur so, weil die Menschen damals, die Ersten waren, nicht aufgegeben haben, sondern dabei geblieben sind. Also manchmal, gerade wenn wir selber mit unserem Herzen verbunden sind und mit der Liebe und wir aber in einer Gesellschaft leben, die eigentlich ins Gegenteil geht, dann müssen wir manchmal Dinge machen, die zwar für uns stimmen, aber wo die meisten das irgendwie nicht verstehen. Und das braucht dann zwar Mut, aber es lohnt sich. Weil es ist auch eine Vorarbeit. Und jede Vorarbeit, egal in welchem Bereich, die wird ja gebraucht. Weil sonst können die dann in 20 Jahren kommen, die könnten das dann gar nicht machen, weil die Vorarbeit fehlen würde. Also sollte man nie unterschätzen, wenn man merkt, dass man einfach erst was Neues macht. Und jeder Mensch hat eine Wirkung. Und jeder Mensch wird gebraucht. Sonst wäre er ja jetzt nicht hier. Und jeder von uns hat seinen Bereich, wo er seine Aufgabe hat und was tun kann. Und
ja, das sollten wir. Und das ist doch richtig so. Und wenn ganz viele einzelne Menschen was Kleines tun, dann wird aus diesen vielen kleinen Dingen was Großes. Und darum braucht es jedem von uns. Und wir müssen halt aufwachen und erkennen, warum wir hier sind und wie wir unseren Teil dazu beitragen können und gleichzeitig genau wissen, was auf der Welt vor sich geht, damit wir nicht wieder einschlafen und ein Unterscheidungsvermögen haben. Weil das brauchen wir. Gerade auch in der jetzigen Zeit.